Hallihallo, ihr Lieben. Ihr wundert euch vielleicht, dass ihr mich jetzt noch nicht hinter der Kamera seht, aber ich habe soeben den Quickblick für den August gedreht und als ich mir das Video wieder angeguckt habe, habe ich gemerkt, dass ich gesagt habe, der Juli, weil wir uns gerade im Juli befinden oder befunden haben. Also seht's mir nach, ich möchte das Video, das ist so aussagekräftig, nicht löschen und nochmal drehen. Das Video ist der Quickblick für den August. Der Juli wurde von mir genannt. Es ist ein Versprecher. Tut mir leid. Es geht jetzt gleich wieder weiter mit dem Video. Ich hoffe, ihr könnt es mir nachsehen, aber dafür ist es jetzt zu schade, deswegen diesen Versprecher des Monats zu löschen. Ich wünsche euch viel Spaß und bleibt mir gewogen. Hallo zusammen. Wir machen jetzt den Quickblick in den Juli und ich verzichte auf das große Blatt, weil ehrlich gesagt, wenn ich mir die Mühe mache und ich gucke, wie lang die durchschnittliche Laufzeit ist, ja, das ist schon ein bisschen traurig. Deshalb versuche ich jetzt diverse Legungen auch ein bisschen zu kürzen. Der Trend geht nun mal dazu, dass man in Schnelle alles macht. Ich bin nicht dafür, aber gut, ich sehe es halt auch nicht ein. Ne? Also wenn ein Video, nur mal zu eurer Info, so 30 Minuten geht, dann wird die durchschnittliche Laufzeit mit 10 oder 11 Minuten angegeben. Okay, dann mache ich es eben in 10, 11 Minuten und spare mir den Rest. Ich verzichte aber weiterhin beim Wochenorakel nicht auf einen längeren Blick, weil das eben wichtig ist, da vieles rauszuholen. Aber bei dem, was ich sonst so mache, werde ich einfach ein bisschen kürzen. Also diesen Quickblick für den Juli, den könnt ihr für euer Element abholen im Laufe der Tage. Also Element Wasser, Feuer, Erde und Luft, ebenso in diesem Format oder in der Länge. Und da zeigt sich halt die kollektive Energie, um die es geht. Die wichtigsten Punkte. Und ihr nehmt euch einfach mit, was ihr braucht. Oder wo ihr denkt, okay, das ist für mich stimmig. Für den Juli haben wir hier im Kollektiv etwas. Das sieht so aus, als dass man Unehrlichkeit aufdeckt. Dass Unehrlichkeit zu einem Konflikt führt. Dass man den Konflikt, den man auch hat, vielleicht mit Ehrlichkeit löst. Möglicherweise dürft ihr auch hingucken, wo ihr an sich einen Konflikt habt, der gar nicht sein müsste. Das kann jetzt hier im näheren Umfeld sein, im häuslichen Bereich, in dem, was ihr täglich um euch rum habt. Möglicherweise ist es hier auch so mit dem Haus auf der bewussten Ebene. Kann sein, dass das sich schon so manifestiert hat, ne? Dass da schon so ein Standpunkt ist und jetzt kommt auf einmal in diesem Gemäuer oder in diesem Fundament eben etwas an die Oberfläche, was sich vielleicht falsch oder nicht richtig anfühlt oder wo man sich vielleicht ein bisschen streitbar macht. Ich habe das Gefühl, ich muss gucken, ob ihr alles seht, die Karten sind auch hier ein bisschen größer, dass es damit zu tun haben kann, dass der ein oder andere nicht mehr glücklich ist oder nur kurz glücklich ist oder dass eben erwartet wird, dass das Umfeld einen glücklicher machen könnte. Und im Unterbewusstsein sitzt uns ja auch dieser Moment, wo man so denkt, ne, ich bräuchte mal wieder ein bisschen Glück, aber wenn's kommt, glaubt man nicht so richtig dran. Also das könnte so eine Botschaft an sich für den Juli sein. Glaub wieder an das Glück, hab keine Konflikte da, wo sie sich nicht lohnen. Jetzt sind mir ein paar rausgefallen, diese zuerst, die untere. Ja, da hat sich in der Vergangenheit möglicherweise was gezeigt, was mit dem Beruf zu tun hat. Konflikte mit dem Thema Beruf, Konflikte mit dem Thema Glücklichsein im Beruf, Arbeiten von zu Hause aus oder auch
weil das Haus hier fällt, ne? Dass man an sich gerade viel zu tun hat und vielleicht auch nicht so richtig die Zeit für sich, die man braucht. Und es haben sich viele Themen gezeigt, die aus der Vergangenheit, an denen gearbeitet oder an, ja, die man vielleicht auch verarbeiten wollte, was dann wiederum Arbeit bedeutet hat. Ich kann es jetzt leider nicht anders formulieren. Und hier liegt so ein bisschen auch die gebende Kraft für die nähere Zukunft. Es kann ja auch sein, dass es um ein Thema geht mit Arbeit, Haus oder Umgebung mit einem Gegenüber. Oder dass ihr halt hier in der näheren Zukunft sehr viel gebende Kraft investiert in eure Dinge und euch hier in der Mitte sortiert, wo ihr die reingibt, ne? Die eigene Sicht, da nagt etwas an uns, da sind die Mäuse dran. Da kommen vielleicht so Mangelgedanken hoch oder man überlegt sich, ob man überhaupt noch etwas investiert, um voranzukommen. Auch hier wieder denke ich, ja, vielleicht hat man das Gefühl, ich bin vom Leben vergessen worden oder mir winkt das Glück einfach nicht. Ich muss für alles, was ich tun muss, viel investieren oder viel arbeiten. Und aus dem Umfeld kommt hier eine schöne Bewegung rein, ne? Es kann auch sein, dass du dich vielleicht zurückgezogen hast in deine vier Wände und jetzt hier wieder mehr das Gefühl kriegst, dich auf deine Reise zu begeben. Möglicherweise siehst du auch für das Umfeld so aus, als dass du nicht richtig greifbar bist, als dass da eine Distanz irgendwie ist oder ja, dass du viel mit dir selbst unterwegs bist. Möglicherweise ist es auch so, dass dir viel Tätigkeit winkt, die im Außen, im Umfeld zu erledigen ist, die du vielleicht auch für andere machst, wo da jetzt ein Konflikt herkommen könnte. Ja, hier haben wir bei den Hoffnungen und Ängsten die Störche drin. Einsteils ist es hier möglich, dass man sich auf verschiedenen Bereichen verändern kann. Ich habe Beruf, häuslicher Bereich, Partnerschaft vielleicht auch, dass man einen Dreh aus dem Mangel in die Fülle macht. Andererseits hat man wieder so Ängste vor der Veränderung. Also ist hier beides möglich für den Juli. Ja, wenn ich nicht gestorben bin, dann mische ich noch morgen. Gut, das Warten auf die letzte Karte hat sich gelohnt, denn das wird ein Monat, der dir sehr viel Klarheit mitbringt. Da sind kleine Glücksmomente durchaus drin, auch da, wo du gerade nicht dran glaubst. Es sind hier Veränderungen, die für die Zukunft unter einem guten Stern stehen. Und wir haben das, was hier im Unterbewusstsein sitzt, ne? Wir wünschen uns mal wieder so ein bisschen Glück, kürzere Wege. Keine Unehrlichkeiten, kein aneinander vorbeigequatsche, sondern hier ganz oben wünschen wir uns Klarheit, Glück und Durchblick und eine Situation, die hier auch langfristig in den Veränderungen gut gelöst werden kann, ne? Wir haben hier unten am Deck die Vögel. Es kann so für den einen oder anderen auch mal so ein bisschen unruhig oder stressig werden. Hier sind jetzt keine Geldkarten dabei, also wird finanziell hier kein Thema sein. Aber hier geht es sehr um das Erdige, ne? Um diese Sachen Haus, Umgebung, Arbeit, da wo der Alltag stattfindet, da wo der Alltag auch mal müde machen kann oder sich Situationen, die man immer so gelebt hat, einfach nicht mehr so ergeben oder einfach unzufrieden machen. Und daraus entsteht hier ein Konflikt und der könnte sich hier für den Juli bei uns melden. Kann natürlich auch sein, dass wir hier ein Gegenüber haben, mit dem wir nicht die gleichen Meinungen haben oder dass man so
ja, dass der eine so möchte, der andere so und dass das hier zum Konflikt führt, weil der dein Gegenüber möglicherweise denkt, er hat die bessere Alternative und die Dinge sind vielleicht auch von ihm abhängig oder von der Qualität, die ihn umgibt. Für alle ohne Partner geht es im Juli darum, wo gebt ihr eure Kraft rein, wo macht ihr in kleinerem eine Veränderung, vor der ihr euch vielleicht auch fürchtet, die aber im Nachhinein tatsächlich ein bisschen Glück mitbringt. Also so diese Umstände, wo sich dann auch Wenden ergeben, mit denen man nicht gerechnet hat. Wir haben für den Juli das Krafttier Geier oder Kondor. Es geht sehr viel um das magische Wissen. Und das ist eigentlich ganz prima, weil der Geier bringt uns hier die Botschaft, dass etwas bereinigt werden kann. Ne? Etwas zeigt sich als Konflikt und hat dadurch die Chance, in die Veränderung zu gehen. Und der sagt auch, du wirst auf allen Ebenen Hilfe erhalten. Das hätten wir hier mit dem Stern als Ausgang. Na, da ist einfach das Glück vorhanden. Neue Türen lassen sich öffnen, man kann Altes abgeben, vielleicht ja auch Muster, die sich so eingeschlichen haben. Und der Juli bringt uns hier die große Qualität, wirklich rauszulassen, was nicht mehr stimmig ist, altes Leid zu erlösen. Es zeigt sich auf, was nicht mehr im Einklang mit einem ist oder für was man selber nicht mehr Übereinstimmung empfindet. Und da geht es um Fesseln, Anhaftungen, ne? Versprechen, die man jemand gegeben hat, irgendwann mal. Und das hat man dann gemacht, weil es gerade für einen gepasst hat, aber es hat jetzt eben keinen Mehrwert mehr oder keine Bedeutung. Möglicherweise haben wir hier auch die Einflüsse, wo man einfach spürt, dass man nicht mehr das machen möchte, was andere von einem erwarten, ne? Weil man es selber nicht mehr spürt. Und ab diesem Zeitpunkt fängt man wieder an, eine Aufwärtsspirale zu erkennen, etwas Schwere wegzulassen, etwas, was dir auch hartnäckig an dir haftet, was du nicht freigeben konntest bisher. Und es geht ein bisschen ums Abgeben und um die Angebundenheit, auch wieder an das Glück zu glauben. Und die Erlaubnis auch zu geben zur Wandlung. Und wir haben hier auch die Kraft, die wir benötigen. Deshalb liegt hier auch der gebende Part. Ja, übernimm Verantwortung für dein Glück, könnte hier die Überschrift heißen. Ich gucke gerade mal noch, welche Pflanze uns hier mitgegeben wird. Haben sich zwei umgedreht auf meiner Hand. Eine war schon verkehrt rum drin. Ja, das passt ja wieder wie die Faust aufs Auge. Schmerzen und Ängste werden gelindert. Hier wirst du sehr mitfühlend geführt. Die beiden Zweige, die brechen auch nicht ab. Ja? Es wird hier so langsam ein bisschen Licht, dass sich die Dinge zum Guten wenden können für dich. Und du darfst hier mit dem Leben tanzen, ne? Hier schläft man den kleinen Tod des Vergessens, also den Schlaf, um daraus wieder neu zu erwachen. Hier werden auch Gegensätze vereinigt, wieder in einem. Sehr schön. Dann nehmen wir noch einen Engel und ein Vögelchen. Welcher Engel begleitet uns im Juli? Ja, wunderbar. Sei voller Hoffnung und Vertrauen, denn es erscheint etwas Gutes Neues. Allerdings ist es für dich im Moment noch nicht sichtbar. Das ist ja der Punkt, wo man dann auch manchmal das Vertrauen verliert, das sich hier in der Mitte auch zeigt. Oder wo man einfach nicht mehr ans Glück glaubt, weil sich lange nichts tut, weil man lange nichts wahrgenommen hat. Okay, hier haben wir die Taube. Ich überbringe dir Frieden, Sanftmut und Nächstenliebe. Sei empfänglich für die Zeichen im Alltag.
Ich schenke dir Hoffnung und stärke dein Verständnis in Konfliktsituationen. Was haben wir hier? Einen Konflikt in der Mitte. Also diese Karten, die bereichern meine Legungen auf 100% Resonanz irgendwie. Und wir haben die Lerche, die dir sagt, ich bringe dir Unbeschwertheit und Freiheit. Ein angenehmes Liebeserlebnis kündigt sich an und als Botschafter zwischen den Welten verkündige ich dir Informationen aus der oberen Welt und die haben wir hier mit dem Geier auch. Also klasse Ding, ne? Ich freue mich drauf. Mit den Sternen als Ende sowieso perfekt, ne? Alles andere nimmt man gerne mit. Wir werden hier auch erinnert, bleibt im Glauben oder vertraut auf die Dinge. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend und wie gesagt, denkt dran, im Laufe der Woche kriegt ihr hier dann die Botschaft, genau die gleiche Legung, vielleicht auch mit den gleichen Karten für die Elemente, wo ihr euer Sternzeichen drin habt. Okay, dann wünsche ich euch eine schöne Zeit, einen schönen Abend. Ich drücke euch und bis bald.